Okay, das ist eine Farbe, die macht mich wirklich fertig. Das ist die neue G-Shock MRG B2100D-2ADR. Casio Oak. Casio nennt sie Hanada Iro. Und ich sag's euch direkt, ich bin gerade ein bisschen schockverliebt. Hier ist wieder Dave von Watch David. Hi! Heute zeige ich euch eine Uhr, die ihr wahrscheinlich noch kaum irgendwo anders gesehen habt. Die neue G-Shock MRG B2100 D-2ADR. Eine neue Casio Oak MRG ist in the house. Alle Infos packe ich euch in die Premierenbeschreibung, inklusive Datenblatt, welches wir uns hier dann zum Schluss genauer angucken. Kurzer Hinweis, das hier ist ein Sample-Modell und am Band sieht man schon 1 bis 2 Macken. Ich finde es ehrlich, das euch auch zu zeigen, weil genau da später im Alltag die Wahrheit liegt. Denn auch diese geilen, teuren MRGs erzählen dann ihre eigene Geschichte. Und so muss es auch sein. Und jetzt zur Farbe. Hanada Iro. Das ist nicht einfach nur blau. Je nach Licht ist es so türkis, petrol, manchmal fast grau. Manchmal wirkt es eher tiefblau. Das ist genau diese Art von Farbe, die nicht schreit, aber die jedes Mal anders aussieht, wenn du ganz kurz den Winkel änderst. Und ich liebe sowas, weil es nicht wie ein plattes Statement wirkt, sondern wie eine Oberfläche, die lebt. Das Zifferblatt ist für mich der zweite große Punkt. Casio arbeitet hier mit einem Muster, das vom japanischen Estik-Konzept Kigumi inspiriert ist. Diese Art von konstruktiver Gitterstruktur, wie man sie aus traditionellen Holzverkleidungen kennt. Das ist nicht nur ein Storywort, das sieht man wirklich. Das Blatt hat Tiefe, es hat Ordnung, es wirkt fast architektonisch. Und wenn du dann auf Details gehst, der Aufbau, die Kanten, die Indizes, das ist eben genau dieser MRG-Moment. Da ist nicht nur Design, da ist einfach komplettes Finish. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, warum MRG überhaupt existiert. Material und Verarbeitung. Die Uhr hat Titangehäuse TI64, dazu Saphirglas, sie ist stoßfest, hat magnetische Resistenz nach ISO 764 und sie ist bis 20 bar wasserdicht. Das sind schon mal die Basics. Spannend wird bei den Oberflächen und Legierungen. Die Lünette ist aus Cobarion. Das ist super hart und wirkt vom Look her sehr brillant. Fast wie Platinglanz, je nachdem, wie es Licht steht. Und beim Band wird eine sehr harte Titanlegierung verwendet. Das ist genau der MRG-Charakter. Nicht nur Metall, sondern Metall auf einem anderen Level. Und mit Metall meine ich hier natürlich Titan. Und was Casio bei MRG immer wieder gut macht, es bleibt nicht bei schön, sondern es bleibt G-Shock. Diese Uhr ist Vollmetall, die Stöße abfedert, also nicht einfach nur Metallblock gleich gut, sondern Aufbau gleich gut. Das ist für mich der Unterschied zwischen Luxusmetalluhr und MRG. Technisch haben wir hier bei dieser G-Shock MRG B2100 D-2ADR das Modul 5718. Die Uhr hat Bluetooth, Smartphone Link und dadurch auch sehr bequeme Funktionen wie genaue Zeit über Smartphone, automatische Zeigerjustierung und solche Sachen. Sie hat außerdem Funkempfang EU, USA, Japan und China und natürlich Solarbetrieb. Also du hast hier im Alltag eine Uhr, die einfach läuft, die sich selber korrekt hält und die dich nicht nervt. Dazu kommt Super Illuminator und ein Neo-Display, also gute Ablesbarkeit, wenn es dunkler wird. Es gibt Datum und Wochentag, es gibt den Phone Finder. Ja, das ist ja so ein Feature, was man öfters belächelt, bis man es das erste Mal wirklich braucht. Von den Abmessungen her 49,5 mm Lack-to-Lack, 44 mm Breite, 13,6 mm Höhe. Und sie wiegt 122 Gramm. Und das mit allen Gliedern, die hier dran sind. Ihr seht schon, ich kriege hier noch fast die ganze Hand rein. Bei mir müssen mindestens 4 Glieder raus. Also wiegt sie irgendwo um die 100 Gramm. Das ist wichtig, weil viele bei MRG denken, das muss ein Ziegelstein sein. Das ist es aber einfach nicht. Sie ist etwas präsenter. Klar, das kommt aber auch durch diesen
durch diesen Brillant-Effekt in Anführungsstrichen, aber sie trägt sich einfach stabil und absolut hochwertig. Nicht wie ein Klumpen, was viele immer denken. Das ist auch bei den Frogmans so, bei den MRGs. Viele sagen, boah, was ist denn das? Was trägst du denn da für einen Panzer? Ja, das mag optisch so aussehen, aber macht sie wirklich mal an den Arm. Und wenn ihr da so eine Tellermine am Arm habt und die wiegt nur 120, 130 Gramm, dann werdet ihr sofort merken, boah, was ist das denn? Das ist ja mega geil. Guckt euch meine Videos in meinem Kanal an, sucht mal nach G-Shock MRG. Dort findet ihr mindestens 10, 15 eigene große Videos und ganz viele Shorts. Und jetzt kommt ein persönlicher Punkt. Ich habe ja vor einem Jahr die MRG B2100D-1A gezeigt. Die silberne mit dem schwarzen Blatt. Und ich war damals wirklich verliebt. Das war über die Feiertage, ihr erinnert euch vielleicht. Das war so ein seltsamer Moment und Gefühl, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht nur eine G-Shock, sondern es ist eine Uhr, die ich einfach gerne tragen möchte und einfach gerne anschaue. Und für mich war klar, als ich die Fotos gesehen habe, okay, drehe jetzt das Video und dann schick sie wieder zurück, weil was soll da 4.200 € wert sein? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Und genau deswegen ist dieses neue Hanada Iro Modell so spannend, weil es sich anfühlt wie die gleiche DNA, aber mit einer Farbe, die einfach nochmal anders arbeitet. Es gibt ja auch die komplett schwarze MRG B2100B-1A. Die hat diesen taktischen, total cleanen Look, so wie meine Square. Gleiche Beschichtung, Gehäuse schwarz, alles schwarz. Das macht mich auch sehr an und ich hatte sie dann auch live hier. Aber ich muss ganz klar sagen, in Silber bekommt diese ganze Konstruktion, diese Kanten, dieser Wechsel aus gebürstet und poliert, diese verschiedensten Oberflächen, einfach nochmal anders rüber als einfach nur schwarz. Und bei Hanado Iro kommt dann eben dieser Farbmoment hinzu, der nicht laut ist, aber jedes Mal wieder neu. Also das ist wirklich schwer zu beschreiben. Ihr müsst die Uhr wirklich live am Handgelenk haben. Und ja, Leute, jetzt müssen wir natürlich auch über den Preis reden. Die MRG-Kenner, die Casio Oak MRG-Kenner wissen ja schon ungefähr, was sie kostet. Die ganz schwarze kostet 5.000, gibt es jetzt auch schon seit über einem Jahr. Und die neue MRG Hanado Iro kostet 4.200, genauso viel wie die schwarze. Das ist nicht ohne, gar keine Frage. Das ist ein Preis, wo man nicht einfach nur sagt, ey komm, die gönne ich mir jetzt mal. Also ich kann das zumindest nicht. Es wird Leute geben, die können das, ich nicht. Die muss man wirklich wollen. Wenn man MRG kauft, kauft man nicht nur die Form und den Namen, man kauft das Material, die Fertigung, das Finish und die Konstruktion. Und dieses Gefühl, dass es eben eine Casio Oak ist, aber auf dem höchsten Niveau, was Casio bieten kann, das ist es halt. Ist das vernünftig? Keine Ahnung. Aber ich verstehe ganz genau, warum Leute das haben wollen. Ich verstehe es leider mehr als sehr gut. Und das macht mich irgendwann auch arm, leider. Und ich sag's euch ehrlich, diese Farbe ist für mich der Grund, warum diese G-Shock einen eigenen Charakter hat. Es ist nicht einfach die nächste Variante, es ist wirklich ein eigener Ton innerhalb der Serie. Es ist ein eigener Aufschlag. Jetzt will ich aber eure Meinung wissen, Leute. Wie findet ihr die Hanada Iro MRG Casio Oak? Ist das für euch zu speziell oder genau der Grund, warum man MRG haben will und interessant findet? Und zweite Frage, ist mir auch sehr wichtig. Wollt ihr einen Vergleich mit einer Uhr, die optisch ähnlich ist, aber in einer ganz anderen Preisliga spielt? Die blaue G-Stil GST B2100D, also für 400 € gegen die MRG Hanado Iro für 4.200 €. Also ich kann mir 10 Stück hiervon kaufen. Oder eine hiervon, hab da noch 200 € über und davon gehe ich lecker essen. Soll ich da mal ein eigenes Video von machen? Ganz lieben Dank nochmal fürs Zuschauen und für alle, die ich noch nicht gesehen habe und gehört habe. Frohes neues Jahr noch an der Stelle. Bleibt gesund und auf ein spannendes 2026. Ich sag bis später, euer David von Watch David.